Am 6. April 2009 parkte ein Lkw-Fahrer in der Nähe von Bridgend in Südwales am Rand der A48. Ein paar Meter von der Straße entfernt, am Fuße einer kleinen Schlucht, sah er einen alten Koffer, der halb im hohen Gras versteckt war. Die ungewöhnliche Lage und Form der Tasche machte ihn misstrauisch. Er beschloss nachzuschauen, öffnete den Reißverschluss und entdeckte zu seinem Entsetzen eine menschliche Hand. Schockiert von seinem Fund, rief der Fahrer sofort die Polizei. Kirsty Graham wurde am 19. Juni 1984 in England geboren. Ihre Eltern David und Catherine hatten noch 2 weitere Töchter, Kirstys ältere Schwestern Sonja und Hayley. Die Familie war harmonisch, voller Liebe und Unterstützung. Besonders herzlich war das Verhältnis zwischen Kirsty und ihrer Mutter. Als Kirsty 14 Jahre alt wurde, zog die Familie nach Bridgend in Südwales. Dieser Umzug war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Das Teenageralter, eine neue Schule, neue Herausforderungen. Kirsty fiel schnell durch ihr auffälliges Aussehen und ihr Selbstbewusstsein auf. Inspiriert von den Bildern berühmter Persönlichkeiten in Zeitschriften träumte sie von einer Karriere als Model. Sie sah sich schon auf dem Laufsteg, bei Fotoshootings und im Blitzlichtgewitter, aber die Realität war härter. Die Modelwelt war hart umkämpft und Kirsty schaffte den Durchbruch nicht. Sie verdiente sich etwas Geld mit Amateur-Fotoshootings, aber das brachte nicht viel ein. Trotzdem versuchte sie unabhängig zu sein. Seit ihrer Jugend arbeitete sie als Kellnerin, Kassiererin und putzte sogar Häuser, nur um nicht von ihren Eltern abhängig zu sein. Mit 17 Jahren zwangen finanzielle Schwierigkeiten Kirsty dazu, in Einrichtungen zu arbeiten, die mit dem Nachtleben und Erwachsenenunterhaltung zu tun hatten. Für sie war das keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit. Sie verbarg dies vor ihrer Familie, aus Angst vor Verurteilung. Ihrer Mutter und ihren Schwestern erzählte sie, dass sie als Verwaltungsangestellte in einer lokalen Firma arbeite, und für ihre Kunden benutzte sie den Pseudonym Megan, um ihre beiden Leben zu trennen. Jetzt hatte sie Geld, eine eigene Wohnung, Ausgaben, sogar Ersparnisse, aber das machte sie nicht stolz. Ständige Angst vor Entlarvung, Scham, innerer Konflikt. Kirsty träumte davon, eines Tages ganz von vorne anzufangen. Trotz ihrer geheimen Arbeit blieb sie ihrer Familie nah. Ihre Eltern hielten sie für verantwortungsbewusst und zielstrebig, ohne zu ahnen, woher ihr Geld tatsächlich stammte. Paul Graham wurde 1983 in Südwales geboren. Seine Kindheit war geprägt von Streit und Armut. Seine Eltern stritten sich ständig und vernachlässigten ihren Sohn, wodurch er sich unerwünscht fühlte. Schon in jungen Jahren zeigte Paul eine Neigung zu Aggressivität, Konflikte mit Lehrern und Mitschülern, Schulschwänzen, schlechte Noten. Die Versuche seiner Eltern, ihn zur Vernunft zu bringen, scheiterten. Als Teenager wurde sein Verhalten noch schlimmer. Schlägereien, Unhöflichkeit, offensichtliche Respektlosigkeit gegenüber Älteren. Bald brach er die Schule ab, ohne einen Abschluss zu machen. Etwa zur gleichen Zeit begann Paul, sich für illegale Substanzen zu interessieren. Zunächst waren es die leichte, aber mit der Zeit wurde seine Abhängigkeit immer stärker und damit wuchs auch seine Aggressivität und Verschlossenheit. Mit 18 Jahren begann er als Escort zu arbeiten, um seine Gewohnheiten zu finanzieren und bediente sowohl Männer als auch Frauen. Diese Arbeit wurde zu seinem Haupteinkommen, brachte aber Risiken, Demütigungen und Wut mit sich. Paul tauchte immer tiefer in die kriminelle Welt ein und knüpfte Verbindungen, die seinen destruktiven Lebensstil nur noch weiter anheizten. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel war ein Streit mit einer Nachbarin, die er beschuldigte, sein Auto beschädigt zu haben. Paul bedrohte sie nicht nur, sondern griff sie auch an, schlug sie und zwang sie, aus der Gegend wegzuziehen. Solche Vorfälle mit Paul kamen häufig vor, und viele in seinem Umfeld versuchten, sich von ihm fernzuhalten. Als er 2004 Kirsty kennenlernte, war sein Leben ein einziges Chaos. Escortdienste, Abhängigkeit von illegalen Substanzen und unkontrollierte Aggressionen prägten seinen Alltag. Seine Wutausbrüche und Manipulationen verletzten alle, die ihm nahe standen. Als Kirsty Paul traf, konnte sie sich nicht vorstellen, wie sich seine dunkle Vergangenheit auf ihr Schicksal auswirken würde. Im Jahr 2004 trafen sie sich auf einer Party in einem Nachtclub in Bridgend. Sie war 20, er 21. Beide standen an einem Scheideweg. Kirsty verbarg ihre Arbeit vor ihrer Familie, Paul versank in illegalen Substanzen und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Zwischen ihnen sprang der Funke über. Zunächst war es nur körperliche Anziehung. Gemeinsame Freunde hatten sie miteinander bekannt gemacht.
Kirsty war von seiner Selbstsicherheit angetan, ihn wiederum faszinierten ihr Aussehen und ihr charmantes Lächeln. Sie verbrachten den Abend zusammen, aber es blieb bei einem flüchtigen Flirt. Nach diesem Treffen unterhielten sie sich gelegentlich, aber es entwickelte sich keine enge Beziehung. Für Kirsty war es nur eine nette Episode, die keine Veränderungen versprach. Alles änderte sich Ende 2007, 3 Jahre nach ihrem ersten Treffen. Paul kam zufällig in das Lokal, in dem Kirsty arbeitete. Sie versteckte sich immer noch unter dem Namen Megan. Er erkannte sie und ging auf sie zu, um mit ihr zu sprechen. Zunächst war es unangenehm, aber das Gespräch wurde schnell freundschaftlich. Paul gestand, dass er oft an sie gedacht hatte und schlug vor, sich außerhalb der Arbeit zu treffen. Von diesem Moment an entwickelte sich ihre Beziehung rasant. Sie sahen sich häufiger, gingen spazieren und erzählten sich Geschichten. Für Kirsty, die jahrelang die Wahrheit über ihr Leben verheimlicht hatte, war Paul jemand, der sie ohne Vorurteile akzeptierte. Paul spielte die Rolle des selbstbewussten, charmanten Mannes und verbarg seine dunkle Seite. Kirsty glaubte, dass Paul ihr Prinz war, der sie aus diesem Leben befreien würde. Seine Worte, dass er sich niederlassen und eine Familie gründen wolle, inspirierten sie. Paul schürte geschickt ihre Hoffnungen, indem er seine Biografie beschönigte. In Wirklichkeit sah Paul in Kirsty nicht nur eine junge Frau, sondern auch eine Geldquelle. Und sie, geblendet von Hoffnung, vertraute ihm wie keinem anderen. Im Dezember 2007, nur wenige Wochen nach der Wiederaufnahme ihrer Beziehung, überraschte Kirsty ihre Mutter mit der Nachricht, dass sie und Paul beschlossen hatten zu heiraten. Ihren Worten zufolge hatte er ihr einen Heiratsantrag gemacht, und sie hatte ohne zu zögern zugestimmt. Für die Familie kam dies wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sie wussten nicht einmal, dass Kirsty überhaupt einen Freund hatte. Kirstys Mutter schlug sofort Alarm. Sie überredete ihre Tochter, die Hochzeit zu verschieben, aber Kirsty blieb hartnäckig. Bis zur Hochzeit blieben nur noch 5 Wochen. Als Kirsty Paul mit nach Hause brachte, waren ihre Eltern endgültig beunruhigt. Er machte einen widerwärtigen Eindruck, schlampig, schlecht gekleidet, unhöflich zu ihren Eltern. Seine Geschichten über seine Vergangenheit wirkten lächerlich. Catherine und David sagten ihrer Tochter offen, dass er ein unzuverlässiger Typ sei und sie einen Fehler mache. Aber Kirsty weigerte sich, auf sie zu hören. Auch Kirstys ältere Schwester Sonja äußerte ihre Bedenken, aber Kirsty wollte nicht auf sie hören. Sie glaubte, dass Paul ihre einzige Chance auf Glück sei. Seit ihrer Kindheit träumte sie von einem schönen Hochzeitskleid, einer großen Familie und einem gemütlichen Zuhause, aber ihr derzeitiges Leben hinterließ nur Leere. Und dann kam die Hochzeit. Die Zeremonie fand im Februar 2008 statt. Ihre Eltern und Schwestern kamen, aber ihre Lächeln waren unecht, während Paul vor Stolz strahlte. Für Kirsty war es der Tag, an dem ihr Traum wahr wurde. Für ihre Familie war es der Anfang vom Ende. Nach der Hochzeit zog das Paar in Kirstys Wohnung in Bridgend. Und hier begann der Albtraum. Paul übernahm sofort die Kontrolle. Er zog ohne zu fragen ein und nahm ihre Bankkarten, um das Budget besser verwalten zu können. Er arbeitete nicht, lag den ganzen Tag zu Hause herum, während Kirsty für 2 arbeitete. Aber das Schlimmste war, dass er ihr nicht nur erlaubte, als Escort zu arbeiten, sondern sie auch zwang, mehr Kunden anzunehmen. Paul begann Kirsty zur Arbeit zu begleiten, angeblich zu ihrer Sicherheit. In Wirklichkeit wollte er jeden ihrer Schritte kontrollieren. Dann richtete er für sie Konten auf Dating-Websites ein und bewarb ihre Dienste. Jetzt arbeitete sie nicht nur im Club, sondern auch zu Hause. Kirsty hasste dieses Leben. Sie wollte ihren Job aufgeben, Kinder bekommen, eine normale Ehefrau sein. Aber Paul setzte sie unter Druck. Er spielte mit ihren Gefühlen und überzeugte sie davon, dass sie ohne ihn nichts sei. Paul machte ihr Leben zur Hölle, kontrollierte ihr Telefon, verbot ihr, mit Freundinnen zu sprechen, kritisierte ihr Aussehen. Kirsty war ganz allein. Ein paar Monate später schlug Paul sie zum ersten Mal. Dann noch und noch. Sie schrieb Tagebuch, versuchte sich zu behaupten, aber sie hatte keine Kraft, sich zu wehren. Ihr Leben gehörte ihr nicht mehr. Eines Abends, unzufrieden damit, dass Kirsty wenig verdient hatte, fing Paul einen Streit an. Zuerst gab es Schreie und Stöße, dann einen Schlag. Für Kirsty war das ein Schock. Paul entschuldigte sich schnell und versprach, dass es nicht wieder vorkommen würde. Aber seine Entschuldigungen waren leere Worte. Bald wurden solche Vorfälle regelmäßig. Und jedes Mal wandte Paul mehr Gewalt an. Aggression wurde für Paul zu einem Mittel der Kontrolle.
Wenn Kirsty sich weigerte, seinen Forderungen nachzukommen, drohte er ihr zunächst und ging dann zur Tat über. Als sie einmal andeutete, dass sie ihren Job kündigen wolle, unterbrach Paul sie grob und schlug sie erneut. Danach verstärkte er seine Kontrolle, entschied alles für sie und verbot ihr sogar, über eigene Entscheidungen nachzudenken. Kirstys Mutter Catherine begann zu bemerken, dass ihre Tochter unglücklich war. Sie versuchte mit ihr zu reden, aber Kirsty wich Gesprächen aus oder lenkte das Thema um. Catherine ahnte, dass etwas nicht stimmte und sagte ihr direkt, dass dieser Mann sie ruinieren würde. Aber Kirsty winkte in ihren Tagebucheinträgen ab. Kirsty räumte ein, dass die Ehe toxisch war, wagte aber nicht zu fliehen. Sie hatte Angst vor dem Unbekannten, fühlte sich schuldig und war psychologisch von Paul abhängig. Sie klammerte sich an die illusorische Hoffnung, dass sich alles zum Guten wenden würde. Am 28. März 2009 gingen Kirsty und Paul mit Freunden in einen Club in Swansea. Dort tranken sie und konsumierten illegale Substanzen, was für sie ganz normal war. Zeugen bemerkten die Spannung zwischen den beiden. Paul war gereizt, Kirsty vermied Konflikte. Gegen Mitternacht kam es zu einem Streit. Paul ging allein und ließ Kirsty mit ihren Freunden zurück. Sie beschloss zu bleiben, um nicht mit ihm im selben Auto fahren zu müssen. Freunde erinnerten sich später, dass sie müde und niedergeschlagen wirkte, aber versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Spät in der Nacht rief Kirsty ein Taxi. Der Fahrer brachte sie nach Hause und sah, wie sie selbstbewusst das Haus betrat. Niemand sah sie danach jemals wieder lebend. Am nächsten Tag teilte Paul Catherine mit, dass Kirsty am Morgen mit ein paar Sachen und etwas Geld weggegangen sei. Angeblich habe er verschlafen und nichts gehört. Er deutete auch an, dass sie vielleicht zu einem anderen Mann gegangen sei, aber Catherine vermutete sofort, dass etwas nicht stimmte. Kirsty hatte ihre Bankkarten zurückgelassen und keine persönlichen Gegenstände mitgenommen, was seltsam war, wenn sie ein neues Leben beginnen wollte. Bald stellte sich heraus, dass Kirsty in dieser Nacht versucht hatte, den Notdienst anzurufen, aber die Verbindung war wahrscheinlich aufgrund eines schlechten Empfangs unterbrochen worden. Außerdem hörten die Nachbarn gedämpfte Schreie, Geräusche eines Kampfes und Lärm, als würde etwas Schweres bewegt werden, aber niemand rief die Polizei. Sie dachten, es handle sich um einen gewöhnlichen Familienstreit. Als Kirsty als vermisst gemeldet wurde, verdächtigte die Polizei sofort Paul. Seine Version stimmte nicht mit den Fakten überein. Die Aussage, dass sie von selbst gegangen sei, aber ihre Sachen zurückgelassen habe. In der Wohnung gab es frisch gestrichene Stellen, als hätte man etwas übermalt. Der Teppich, der im Wohnzimmer gelegen hatte, war verschwunden. Paul erklärte, dass Kirsty renovieren wollte, aber das klang absurd. Am 6. April 2009 nahm die Untersuchung eine tragische Wendung. Ein Lkw-Fahrer, der am Rand der 48 in der Nähe von Bridgend angehalten hatte, entdeckte einen alten Koffer, der in einem Straßengraben lag. Das Aussehen der Tasche kam ihm verdächtig vor. Und das zu Recht. Als er ihn öffnete, fand er eine menschliche Hand. Entsetzt rief der Mann sofort die Polizei. Die eintreffenden Beamten fanden darin die Leiche einer Frau. Die Untersuchung bestätigte, es handelte sich um Kirsty Grabham. Die Untersuchung der Leiche ergab grausame Details, gebrochene Nase und Kiefer, zahlreiche Prellungen und Kratzer. Der Tod war durch ein Schädel-Hirntrauma eingetreten. Sie war mehrmals auf den Kopf geschlagen worden. Es gab Spuren von Strangulation. Paul hatte offensichtlich versucht, sie vor ihrem Tod zu erwürgen. Es stellte sich auch heraus, dass die Leiche transportiert worden war. Zunächst befand sie sich an einem anderen Ort. Dann wurde sie in einen Graben geworfen. Am selben Tag wurde Paul verhaftet. Bei den Verhören leugnete er alles und behauptete, nichts zu wissen und dass Kirsty von selbst gegangen sei. Aber sein nervöses Verhalten verstärkte nur den Verdacht. Außerdem fand die Polizei ein schockierendes Detail heraus. Am Tag nach Kirstys Verschwinden hob Paul Geld von ihrer Karte ab und ging in einen Massagesalon. Die Ermittler rekonstruierten den Ablauf jener Nacht. Zwischen Paul und Kirsty war ein Streit ausgebrochen. Er hatte sich auf sie gestürzt, sie geschlagen, gewürgt und schließlich getötet. Dann hatte er die Leiche ins Wohnzimmer gebracht und versucht, sie in einen Koffer zu stopfen. Als sie nicht hineinpasste, wollte er Kirsty sogar zerstückeln, aber er hatte keine Werkzeuge. Schließlich drückte er die Leiche mit Gewalt in den Koffer, brachte sie zur Straße und warf sie weg. Im Haus wurden Blutflecken gefunden, die Paul erfolglos zu entfernen versucht hatte. Frische Farbe an der Decke, damit wurden Blutspritzer überdeckt. Der verschwundene Teppich war offenbar zu stark verschmutzt. Auch Kirstys Tagebuch wurde zu einem Beweisstück.
Darin beschrieb sie ihre Angst vor Paul und ihre Träume, vor ihm zu fliehen. Anfang 2010 begann der Prozess gegen Paul Grabham. Die Staatsanwaltschaft legte unwiderlegbare Beweise vor. Die Aufzeichnung eines erfolglosen Anrufs von Kirsty beim Notrufdienst. Sie hatte versucht, Hilfe zu rufen. Die Aussagen der Nachbarn, sie hatten Schreie und Kampfgeräusche gehört. Die Abhebung von Geld von ihrer Karte nach dem Mord, die Tagebucheinträge. Diese wurden im Gerichtssaal verlesen und viele konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Paul log weiter und behauptete, Kirsty sei von selbst gegangen und jemand anderes habe sie getötet. Aber die Geschworenen glaubten ihm kein Wort. Am 4. Februar 2010 wurde Paul für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Mindestens 19 Jahre ohne Anspruch auf vorzeitige Entlassung. Der Richter hob die besondere Grausamkeit des Mordes und das völlige Fehlen von Reue bei Paul hervor. Obwohl das Urteil eine gewisse Erleichterung brachte, hat sich die Familie von Kirsty nie von ihrer Trauer erholt. Diese Geschichte war für sie nicht nur ein Prozess gegen einen Mörder, sondern eine bittere Lektion darüber, wie toxische Beziehungen Leben zerstören können. Catherine konnte sich nicht verzeihen, dass sie ihre Tochter nicht beschützen konnte. Ihr mütterlicher Instinkt schrie, dass Paul gefährlich war, aber Kirsty hörte nicht auf ihn. Diese Gedanken fraßen sie innerlich auf und machten ihre Trauer noch unerträglicher. Kirstys Vater David zog sich in sich selbst zurück. Er vermied es, über die Tragödie zu sprechen. Der Verlust ihrer jüngeren Tochter zerstörte die einst so starke Familie. Kirstys ältere Schwester Hayley litt sehr unter ihrem Tod. Sie standen sich immer sehr nahe, und diese Leere war unerträglich. Hayley konnte ihre Depressionen und ihr Gefühl der Hilflosigkeit nicht bewältigen. Sie begann zu trinken, um den Schmerz zu betäuben. Nur 5 Jahre nach dem Mord an Kirsty starb auch Hayley. Sie starb im Alter von 31 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Für die Familie war dies ein weiterer schwerer Schlag. Sie begruben ihre zweite Tochter. Ihre andere Schwester Sonja erkannte, wie wichtig es ist, für seine Lieben zu kämpfen, aber es war bereits zu spät. Sie versuchte, ihre Eltern zu unterstützen, trug aber selbst eine große Trauer in sich. Diese Tragödie hinterließ in ihrem Leben eine Wunde, die kein Gericht und kein Urteil heilen kann. Sie werden für immer mit diesem Schmerz leben müssen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.